Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute, zu The Blackwell Deceptionn, dem vierten Teil der Blackwell Saga, mit mir, der Zementente, und mit Rosangela, Blackwell und Joey zum vermeintlichen Finale. Wir sind gekidnappt von Gavin. Ist die Tür eigentlich offen? Ja. Oh. Hi. Wir konfrontieren ihn. I'm not gonna let you do this. Please, I really want us to get along. I really don't want to use this again. But I need time to decide what to do with you. You can either pass the time pleasantly, or you can pass it unconscious. Your choice. Okay, wir haben die Wahl. Wir können es entweder angenehm die Zeit rumbringen oder bewusstlos. Und er weiß noch nicht, was er mit uns tun will, okay? Fine, let's talk. Wonderful. Have a seat. So, another bestower. After all this time, you have given us quite the runaround. Aha, und ja, wir sind also ein weiterer Bestower und wir haben eher ein weiterer vor allen Dingen. Was heißt denn das? Bestower? It's what we used to call your kind a long time ago. A bestower of eternity. Poetic, isn't it? I prefer medium. Suit yourself. Personally, it makes you sound like a steak. Okay, also Sie haben uns vor einiger Zeit Bestower, also diejenigen, die uns etwas schenken sozusagen, genannt, weil wir die Ewigkeit verschenken, also quasi ja die Geister ins Afterlife entlassen. Sie hat gesagt, ich nenne mich lieber Medium, und er sagt, ja, damit klingst du wie ein Steak, aber wenn du möchtest. Okay, ja, was weißt du? What exactly do you know about us? I know that you are a rarity, a spiritual quirk, something that was never supposed to exist. A link to the next world that has passed through the generations. Mysterious, isn't it? Maybe. Aha, und uns Medien sollte es eigentlich nicht geben, also das Medium wie mich, denn ja, wir sind quasi eine Seltenheit und wir haben eine Verbindung zum Afterlife, die von Generation zu Generation weitervererbt, und das sollte es eigentlich halt nicht geben. Und das wissen wir, das haben wir ja von unserer Tante geerbt und unserer Großmutter. Ja, okay. Warum hast du Jeremy und so? And Jeremy, what about him? Yes, I do regret that one. Normally I would just refuse to talk to him, but I had my orders. We all have to answer to someone. It's a shame Lisa didn't realize that. Aha, okay. Und um Jeremy tut's ihm so ein bisschen leid, also nicht wirklich scheinbar, aber doch, ne, er hat es zumindest behauptet. Denn er muss sich auch quasi vor irgendwem verantworten und ja. Und Lisa hat das leider wohl auch nicht verstanden. Moment, was heißt das? Where is Lisa anyway? Don't tell me you don't know. Running away like that's such a mistake. Some people just can't ignore their basic instinct for survival. Not that I can relate, of course. Ah ja, und wir sollen nicht so tun, als wüssten wir das nicht. Lisa ist weggerannt oder hat versucht wegzurennen. Da sei ihr Instinkt fürs Überleben durchgekommen und den können Menschen wohl nicht unterdrücken, wobei er das nicht so ganz versteht. Was natürlich als, ich sag mal, so eine Art Vampir irgendwie auch verständlich ist. Hast du sie umgebracht? Did you kill her? She was trying to escape. To betray us, that isn't allowed. I see. She didn't. Remember that. Ah ja, und er hat auf meine Frage, hast du sie umgebracht, hat er nur geantwortet, sie wollte uns betrügen und das ist einfach nicht zulässig und das wollte sie nicht einsehen. Oder daran hat sie sich nicht erinnert und naja, das ist kein schön. Warum sollte ich ihm glauben? Das ist eine gute Frage. Why should I believe a word you say? How many people have you killed? You insist on thinking of me as a murderer. If I tell someone to jump off a bridge and they do it, does that make me a killer? It is if you eat them afterward. They would have died anyway. You believe that? I've been alive a long time, and there are always people who go to extreme lengths to avoid their own happiness. Okay, und er empfindet sich selbst nicht als Mörderer. Mörderer? Ja. Weil er, ne, wenn ich jetzt Leuten sage, spring von der Klippe und sie machen das, bin ich dann der Mörder? Ja, so ein bisschen, oder? Und er sieht das aber nicht so und vor allen Dingen sagte der Rosa dann ja, und vor allen Dingen, wenn ich die Leute danach aufesse. Und er sagt, naja, die Leute hätten sich auf Dauer sowieso irgendwann unglücklich gemacht. Okay, dann, ja. I have nothing more to say. Amicable silence it is then. Okay, kann Joey jetzt irgendwas Sinnvolles tun? Können wir jetzt vielleicht das Foto rumpusten? Nicht, dass ich wüsste, was uns das bringt, aber... Ah, okay. Just a drawer. Okay, interessant. Jetzt ist das ja hier. Oh, hello there. Was? I didn't see you come in. Please take a seat. Oh nein.
Jetzt ist sie ein Geist, das ist ja wohl nicht wahr. Oh, hat er sie auch ausgesaugt. Not sure what blowing. Okay. Lisa? Is that you? Yes, I am Lisa Tenzin. Please, take a seat. Warum werden alle Leute, die er aussaugt, Geister? Das finde ich viel krasser. Okay, was machst du hier? What are you doing here? I'm glad you asked. Yeah? I work with life energy mostly. Everything we do in our daily lives creates positive and negative energy. Yeah, I've heard this speech already. Positive energy keeps your spirit alive and healthy, while negative energy blocks it. Yeah, I know. Think of it like exercise for the soul. Just like maintaining a healthy body, you also need to maintain a healthy spirit. Jesus, she's given the same spiel so many times, she's even saying it in death. I can tell your spirit is weak and could use my services. Ah ja, okay, witzig. Ja, sie leiert die gleiche Nummer runter, die sie runtergeleitet hat, als wir sie das erste Mal getroffen haben. Der Spirit is weak und bla 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 und hast du nicht gesehen? Oh, guck mal. Steam has finished downloading Blackwell Epiphany. Ja, warum wohl? Hahaha. Ja, okay, übrigens, du bist tot. Look, I don't have time to pussyfoot around this. You are dead. Say no more. Huh? Being confronted with death, any death, makes you confront your own mortality. Yeah, nothing says mortality like being dead. But if you aren't careful, it can generate negative energy that damages the spirit. Alter, die leitet den gleichen Text runter, als wir dann über den Tod geredet haben. Alter. Weak spirit? I am a spirit lady and so are you. Yes, something indeed is blocking your spirit. It can't function and flow like it normally would. I'm functioning just fine. Can't say the same for you. Alter, ist das krass. Die leiert die ganze Zeit die gleiche Nummer runter. Hier, Gavin hat mich geschickt. Look, Gavin sent me. He wants you to come with me right now. Gavin? Yeah, you know Gavin, don't you? No, I can't talk about Gavin. That's just not done. Okay, sie kann nicht über Gavin reden, aber wir haben doch schon mal über Gavin geredet. There was a redhead in here earlier. You talked about Gavin and some girls you referred to him. No, I don't think so. If that happened, I don't remember it. Of course you don't. Natürlich, und daran erinnert sie sich nicht. Hier, Großpapa. Danny. Look, I want to talk to you about Danny Marconi. Sorry, I don't know who you're talking about. Danny Marconi. Your grandfather? No, sorry, I don't talk about my grandfather. That's how it all started. How what started? Please, won't you have a seat? Okay. Sie will nicht über ihren also erst sagt sie, sie erinnert sich nicht, dann sagen wir, das ist dein Großvater, und dann sagt sie, über den will ich nicht reden. Er ist irgendwie der Grund, wie alles angefangen hat? Das verstehe ich noch nicht. Wir haben doch schon über Danny geredet. We were talking about him earlier. Don't you remember? I have never seen you before in my life. That's because you were... right, never mind. Na, das hat wohl keinen Sinn. Hier das Foto. Hey, check this out. This is Danny Marconi, isn't it? Don't play dumb with me now. That shouldn't be in here. How did this get in here? Doesn't matter. We're talking about him. He's dead. He was a weak man. Aha, er ist tot, er war ein schwacher Mann. Warum ist er überhaupt hier? Naja, du hast ihn schwach gemacht. If anything made him weak, it was having family like you. He was always weak. And what makes you say that? He told my mother and me stories. Stories about when he was young. He told us about a man he once knew. A man who died to save my grandfather's life. Really? It ate away at him, the guilt. It tore his heart apart, made him weak. Till the day he died, he never felt he deserved to live. That's just stupid. Oh, krass. Every day. He told us every day. Told you what? That we weren't good enough. None of us were good enough to be worth that man's sacrifice. My grandfather spent his whole life feeling guilty. My mother, the same. But not me. Oh no, not me. Life is too short for guilt. Okay, das ist eine krasse Backstory, über die wir viel nachdenken müssen. Huch. Danny Marconi hat sich sein Leben lang, hatte einen schwachen Geist, sagt sie, hat sich sein Leben lang schuldig gefühlt, weil, als er jung war, hat ein Mann sein Leben gerettet, hat sich selbst geopfert, um sein Leben zu retten. Weil
worauf Joey nur mit einem Ach so reagiert, also einem sehr klassischen, irgendwie wusste er das wohl schon. Und Danny hat sich sein ganzes Leben lang schuldig gefühlt, weil er sagt, er hätte es nicht verdient zu leben. Dieses Opfer, das dieser junge Mann gebracht hat, um sein Leben zu retten, war sozusagen nicht gerechtfertigt, und diese Schuldgefühle hat er wohl auf seine gesamte Familie übertragen sozusagen, und hat seine ganze Familie auch sich schuldig fühlen lassen. Und Joey reagiert damit auch hat darauf sehr passend reagiert und gesagt, dass das dumm war und dass das halt überhaupt nicht wahr ist. Und wir können jetzt mal ein bisschen 1 und 1 zusammenzählen und mal annehmen, dass Joey da so darauf angesprungen ist, dass das vielleicht ein bisschen von der Backstory ist, was mit Joey passiert ist, bevor er ein Geist war. Vielleicht erfahren wir dazu aber auch noch mal mehr. Mal sehen. Und sie sagt auf jeden Fall, das Leben ist zu kurz für Schuldgefühle, und deswegen hat sie diese ganze Sache nicht mitgenommen und war so ein bisschen sauer auf ihren Großvater. Okay, und deswegen ist sie Psychiater-Dingens geworden. Und dann hat sie recht mit einer Sache, das Leben ist zu kurz. Oder jetzt schickt sie unschuldige Frauen und Mädchen in ihren Tod. Das machen wir mal. And now you send innocent girls to die. No, I made my choices. Yes, you did. I will not end up like my mother. Well, congratulations, you didn't. What happened on that fire escape, Lisa? Tell me. Nothing! Please! No, you don't get to die in ignorance, not you. You're going to remember if I have to drill it into your dead skull. Fire escape. What happened? I was climbing. Then, what are you? So, was it worth it, Lisa? All the schmoes you conned? All the sob stories, who died? Was it worth it? Now, at the end of it all, can you look back and say, yeah, my life was worth living? Leave me alone. Wish I could, sweetheart. But like it or not, I'm here to save you. I guess you could say old habits die hard. I need to lie down. Please come back tomorrow. Sorry, sister. I know an aware spook when I see one. You can't hide from this. No, I'm tired. So tired. Okay. Red, what are you doing down here? Where's Gavin? I handled it. He won't be a problem. You handled it. Is that so surprising? Yeah, frankly. So what happened? Red? What happened? What did you do? Huh? What the hell, Red? Joey, you missed it. I didn't fall this time. Yeah, bully for you. Now what's your game? No, Joey, you don't get it. I didn't fall. I always fall through that door, but I didn't this time. It's all about mental control. Gavin was right. Gavin? Did he put you up to this? This is my own choice. I don't believe that for a second. Kid, stop and think. You got whammied. Gavin slipped you a mental Mickey. You're not yourself. No. I've got a life, Joey. I need to start living it. I can't stay in the shadow of a ghost anymore. Just what exactly are you gonna do? Goodbye, Joey. Hey, get back here! Huh? What the? Hello? Red? This isn't funny. Hello? Anybody? So, is it done? Oh yeah, it's done. You were right. I don't think I've ever felt so... Free? Yeah. He was holding you back. Why don't you take a seat? I think we've got a lot more to discuss. Holy shit. All that time and all those spooks. Is this the thanks I get? This wasn't how it was supposed to be. Hey? Is there someone there? Okay, bevor ich jetzt das machen kann, ich muss ganz schnell zusammenfassen, was alles passiert ist. Oh my holy shit. Wir haben Lisas Geist davon überzeugt, dass sie tot ist, ihr klar gemacht, sie ist tot, und wir wollten sie retten. Dann sind wir rübergegangen und dann stand Rosangela vor uns und hat gesagt, Ente hat vergessen in seinem Steam sich offline zu schalten, und hat gesagt, Mensch, ich habe das erledigt, alles kein Problem. Woraufhin Joey gesagt hat, Moment, halt, was ist passiert, was hast du gemacht, wie hast du das gehandelt? Dann hat sie uns eiskalt
als wir näher gekommen sind an der Krawatte, die ja der Link in diese Spirit World ist, gegriffen, hat Joey reingezogen in sich, also in diese Spirit World, das haben wir auch gesehen. Hat sie gesagt, guck mal, ich bin nicht hingefallen. Ich bin immer hingefallen, wenn ich durch diese Tür gekommen bin. Immer bin ich hingefallen, gestolpert, gestürzt. Jetzt bin ich nicht hingefallen. Es ist eine Frage der mentalen Kontrolle. Und Gavin hat recht. Gavin hat mir klargemacht, ich muss mein Leben leben und du hältst mich zurück. Und dann ist sie einfach gegangen und hat das Tor sozusagen zugemacht. Und jetzt schweben wir hier in diesem Universumschaos durcheinander, sind gefangen und weiß nicht, wenn wir hier jemals wieder rauskommen, sie hat das Band mit Joey gebrochen, wie auch immer sie das gemacht hat. Was wird passieren? Ich weiß es nicht, liebe Leute. Und wir werden es doch erst in der nächsten Folge rausfinden. Denn ich mache hier nochmal einen kurzen Cut. Gemein, wie ich bin. Werden wir jemals wieder mit Joey rauskommen? Werden wir Gavin aufhalten? Wird Rosangela sich jemals an Joey erinnern? Wird das alles, haben wir jetzt alles verloren gemacht? Werden wir enden wie die Countess? Die Countess hat doch ihren Geist auch verloren. Sind wir vielleicht quasi, passiert uns genau dasselbe wie der Countess? Wir werden es zusammen herausfinden, liebe Leute, in der nächsten Folge von The Blackwell Deception. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage ciao, ciao.